Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns eine Flak-Abteilung an, also eine Flugabwehr-Raketenabteilung. Heute ist auf dem Gelände ein Windpark, deswegen wurden auch schon viele Teile rückgebaut bzw. einzelne unterirdische Anlagen verschlossen. Aber es gibt dennoch einige Sachen zu sehen, die sehr spannend sind und die wollen wir uns heute mal angucken. Wir stehen schon vor dem ersten Hügel, bei dem ein zweietagiger Bunker drunter sein soll und ich würde sagen, los geht's! Nur noch etwas Geschichtliches zum Gelände. Die Einheit, die hier stationiert war, nahm 1987 ihren Dienst auf. Und hierbei handelte es sich um eine der 3 S-200 Vega Flugabwehr-Raketenkomplexe der Luftstreitkräfte der NVA. Und insgesamt gab es 4 verschiedene Einheiten. Einheit 1 und 2 war die Startrampenbedienung, Einheit 3 war der Gefechtsstand inklusive Luftraumaufklärung und Nachrichtenkompanie und die Einheit 4 war die technische Abteilung für Transport und Befüllen der Raketen. Und das Objekt war selber in 3 Zonen aufgeteilt, welche untereinander streng geteilt waren. Also Soldaten, die in einer anderen Einheit waren, konnten nicht so einfach auf das Gelände einer anderen Einheit gehen, ohne besonderen Befehl. Noch ein paar technische Daten zum System. Die Reichweite betrug 17 bis 240 Kilometer bei einer maximalen Höhe von 40 Kilometern. Das sowjetische Flugabwehr-Raketensystem zählte damals zu einem der modernsten der Welt. Dementsprechend groß war auch die Geheimhaltung des ganzen Komplexes. Ihr hört schon im Hintergrund, hier wird auch Cross gefahren heute, aber das Gelände lädt auch dazu ein. Ich hoffe mal, man versteht mich trotzdem. Hier unten scheint schon der Eingang zu diesem Bunker zu sein. Ganz schön matschig. So, wir sind im Bunker drin. Und hier geht es gleich auch noch nach unten, scheinbar in die 2. Etage. Und auf den ersten Blick kein Vandalismus. Sieht schon mal sehr gut aus. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Die Tür ist auch noch rechtgängig. So, ich stehe gleich beim ersten Hindernis. Hier geht eine Leiter nach unten, ganz schön tief, in 2 Etagen. Also die Leiter führt allerdings nur zur ersten und ja, zur zweiten führt keine Leiter. Entweder kommt man anders irgendwie runter oder wir müssen es schaffen, auf diese Tür zu klettern. Könnte aber schon schwierig werden. Ein Stockwerk tiefer. Hier geht es in den nächsten Raum, beziehungsweise in den Lüfterraum. Hier ist die nächste Tür. Und ja, da unten wäre dann halt die 2. Etage. Scheinbar haben die Leute sich hier Bretter hingelegt und sind dann darunter geklettert. Also uns wurde auch gesagt, man muss wohl auf eine Tür steigen, aber so wie die angelehnt ist, sieht das nicht sicher aus. Wir gucken, ob wir anders irgendwo runterkommen. Ja, ansonsten mal schauen, ob wir das wagen. Wir gehen erstmal Richtung Lüfterraum. Eine große Anlage, recht große Durchmesser, und ganz schön viele davon, aber auch ausgeschlachtet. Ja, das war's. Also hier ist wirklich nur der Lüfterraum hinter. Man muss wirklich runterklettern, um den Rest zu sehen. Wir können jetzt versuchen, die Tür hier näher ranzukriegen, dass man hier leichter runterklettern kann, aber na, okay, leichtgängig ist sie. Aber es reicht nicht. Die fällt auch wieder zu. Ah, komm schon. Daran kannst du dich auch nicht mehr festhalten. So, kleines Update. Wir haben die Tür vorgehebelt und blockiert, dass wir jetzt einfach auf die Tür steigen können, im besten Fall rückwärts. Das ist natürlich immer noch ziemliches Risiko. Wir gucken mal, ob es geht, ansonsten lassen wir das. Probiert hier die Tür zu verkeilen, die andere, dass man sich daran vielleicht irgendwie festhalten kann. Ich versuche jetzt mein Glück. Vorher sei gesagt, macht es nicht nach, das ist eine richtig dumme Idee, aber die Neugierde überwiegt halt heute, kann aber auch echt schief gehen. Okay. Hier auf der Tür schon mal. Oh, hier ist ein Schaltkasten drin, das geht.
Gut, jetzt kommt man runter. So, zweite Etage. Hier war wahrscheinlich der Hauptzugang, der ist verschüttet. Und in die Richtung geht es dann richtig rein. Hier ist die Schleuse für die Dekontaminierung. Da war wahrscheinlich so eine kleine Dusche drin, da sieht man den Abfluss, die Hähne. Und dann war hier so ein Vorhang. Und dann musste man erst durch den Hauptzugang hier durch, dekontaminieren und dann ging es weiter in den Bunker. Vielleicht kommt man hiervon auch irgendwie nach oben. Hier waren die Toiletten drin. Der Waschraum. Die Türen hatten alle Beschriftung, also weiß man auch, was hier mal drin war. Hier ist der Boilerraum, da sieht man ihn schon. Das war schon von der Etage hier. Hier ist eine Tür mit so einem kleinen Sichtfenster. Kleppt ein bisschen. Geht aber noch auf. Hier war die Hydroforanlage. Kennen wir auch aus anderen Bunkern schon. Hydrofor war immer ein unter Druck gesetzter Kessel in Wasseranlagen. Hier geht es zur Umluftanlage. Also neben der oberen Luftanlage gab es hier nochmal eine zweite. Hier war wahrscheinlich nochmal ein Wassertank drin. Der ist ähnlich aufgebaut wie aus anderen Bunkern. Kühlwasserbehälter. Der NS-Raum hat aber nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Hier war noch mal eine Leiter. Und da ging es in einen größeren Raum. Okay, von da aus kommen wir aber auch außenrum noch. Hier scheint mal so eine Art Trennwand drin gewesen zu sein, die schon fehlt. Riesen Erdhügel hier drin und die Decke ist gut hoch. Schon mal 3 Meter bestimmt. Wenn nicht sogar mehr. Das Fahrzeug hätte mir auf jeden Fall reingepasst. Ja, und hier war mal die Treppe dran. Das ist hier der Bereich, wo wir eben von der anderen Seite mit dieser Treppe da durchgeguckt haben. Ja, hier scheint mal so eine Art Trennwand drin gewesen zu sein. Vielleicht mal irgendwie Paneele auch, um irgendwas anzuzeigen. Hier links sind nämlich auch noch ein paar Schaltschränke. Vielleicht war ja immer so eine Art Tafel drin, so eine Art Lagezentrum. Und nochmal eine dritte große Halle. Jetzt heißt es auch wieder hochkommen. Hoffen wir, dass es klappt. Natürlich, Junge. Sport 1. Ich bin gerade erleichtert, muss ich sagen. Gut, wir lassen den ersten Bunker hinter uns. Wir gehen jetzt wieder in die Oberfläche. Wir haben aber auf jeden Fall noch einen anderen Bunker auf dem Gelände, den wir euch zeigen wollen. Und ja, es gibt noch bestimmt den einen oder anderen Bunker, wo die Fahrzeuge damals drin standen, zu sehen. Und ja, machen wir uns mal einen Ausstieg.
Also diese ganzen Luftschächte hier waren wirklich nur für die Luftanlage unten drunter. Gehen wir erstmal wieder nach draußen. Wir gehen jetzt weiter und schauen uns den Rest der Anlage noch an. Also bleibt dran. Auf diesem Hügel stand damals der Täuschsender. Vermutlich auch mobil, also auf dem Sattelauflieger oder auf dem Fahrzeug montiert. Jede technische Einrichtung oder Fahrzeug hatte dann auch seinen Platz, wo die Technik dann letztendlich stand. An dieser Stelle möchte ich euch noch etwas über die Funktion des Raketenabwehrsystems erzählen. Neben dem eben gezeigten Täuschsender brauchte es noch weitere Komponenten, um mögliche Ziele aufzuschalten und zu bekämpfen. Der Bunker, in dem wir eben waren, war das Zentrum der gesamten Flugabwehr-Raketenabteilungsgruppe und dort saß auch der Kommandeur. In der äußeren Garage stand die Kabine K9. Das war ein auf einem Sattelauflieger montierter, mobiler Gefechtsstand. Dieser beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Empfang, der Darstellung und Verteilung von Zielzuweisungen und deren Möglichkeiten zur Bekämpfung. Der rechte Bereich am Lagerraum diente damals als Zugang für den Auflieger. Von dort gingen also die Befehle aus. Kommen wir jetzt zu weiteren Komponenten der Anlage, welche zur Bekämpfung benötigt wurden. Im Norden der Anlage stand ein P-14 Oberona, ein großes Radar mit einer Reichweite von über 750 Kilometern. Allerdings konnte dieses Radar nur die Entfernung, Geschwindigkeit und Richtung eines Objektes anzeigen und keinerlei Informationen zur Höhe. Ebenfalls erfolgte die Signalverarbeitung hier auch nicht digital, sondern rein analog durch mündliche Übertragung. Die so weitergegebenen Daten mussten dann im Lagezentrum von Planzeichnern auf der Luftkarte eingezeichnet werden. Um nun die fehlenden Höheninformationen zu ermitteln, kam ein weiteres Radar zum Einsatz. Ein PRW-17 als Höhenmesser. Die Signalverarbeitung erfolgte hier digital. Das heißt, Ziele konnten auf dem Sichtgerät markiert werden und die Koordinaten konnten ebenfalls in digitaler Form an die Schießkanäle weitergegeben werden. Sollte nun ein mögliches Ziel vom Kommandeur zugewiesen werden, kam wiederum noch ein anderes Radar zum Einsatz. Und zwar eine Aufhellstation vom Typ 5N62. Diese sollte das ausgewählte Ziel aufschalten und aufgeschaltet lassen, damit die Rakete ihr Ziel treffen kann. Hierzu sendete das Radar Signale aus, welche das Luftziel zurückreflektierte. Diese Reflexion wird dann vom Radar selbst und auch vom Suchkopf der Rakete erkannt. Die Zielsuche wird als Aufhellen bezeichnet, daher auch der Name Aufhellstation. Das Ziel wurde aufgehellt und begleitet, bis das Ziel zerstört wurde. Zu den eigentlichen Raketenbunkern und Startstellungen kommt nachher noch etwas. Hier muss der zweite Bunker unter uns sein, den wir euch noch zeigen wollen. Ja, wenn das der Eingang ist, dann müssen wir richtig kriechen. Ich schaue erstmal nach, ob man unten reinkommt, bevor wir uns die Arbeit machen. Oh, halte mich. Yes! Sehr elegant. So, schauen wir mal, ob man hier überhaupt reinkommt. Ja, hier geht's runter. So, da müssen wir jetzt gleich noch durchkriechen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich da unten wieder. So, wir haben es geschafft, wir sind über die Zuluft der Netzersatzanlage rein. Hier stehen die beiden 6-Zylinder Diesel-Notstromaggregate. Riesenteile, allein hier die Belüftung. Ordentliches Gerät und alles ausgeschlachtet. Also, aber anhand von der Größe, wo der Generator dran war, muss da eine Menge Kupfer drin gewesen sein. Von hier aus kommen wir dann in den Hauptgang vom Bunker. Mal schauen, ob wir weiterkommen. Wir stehen jetzt hinter der Netzersatzanlage und hier ist so eine kleine Kreuzung. Hier geht es in alle Richtungen nochmal weiter. Ja, wir fangen jetzt erstmal auf einer Seite an und arbeiten uns dann durch den Bunker durch. Hier war die Filterventilationsanlage drin.
Anhand der Pfeile hat man schon gesehen, führten in Richtung Ausgang bzw. Eingang. Und ja, hier wäre der Hauptzugang wahrscheinlich gewesen. Sieht aber aus, als wenn der zu wäre. Also so kommt man nicht mehr rein. Auf der Seite wäre auch nochmal ein Zugang gewesen. Und als erstes wäre man hier in die Dekontaminationsschleuse gekommen. Also hätte man sich hier dekontaminiert und wäre dann weitergegangen in den Bunker. Und hier wäre auch nochmal ein Eingang gewesen. Hier hatte man vorher dann immer seine Haken. Da wäre die kleine Ablage gewesen. Hier Dekontaminierungsschleuse. Dann wäre man in den kleinen Empfangsraum gekommen, hätte neue, saubere, dekontaminierte Klamotten bekommen und konnte dann in diesen Bunker rein. Und der große Bunker, in dem wir jetzt stehen, war der Mannschaftsbunker. Hier zur rechten Seite war der Hochspannungsraum. Da waren wahrscheinlich mal Transformatoren drin. Da hat es Trafos, aber alles entkernt, also hier ist auch kein einziges Kabel mehr drin. Und hier hinter der Tür geht es dann wieder zur Netzersatzanlage, die dann genau hier hinter ist. Auf der Seite war wahrscheinlich noch die Kabeleinführung oder Kabelschächte. Hier vorne waren so mehrere Tische, die hatten bestimmt mal irgendwelche Schaltpulte drauf. Hier war der Kühlwasserraum für die Netzersatzanlage, für die Motoren. Und vielleicht ja auch für irgendwelche Sender, die mitgekühlt werden mussten. Hier haben wir auf der linken Seite noch eine Tür. Die ist richtig smuffig. Kam schon lange keine Luft mehr rein. Auf der Seite war die Küche. Also hier im hinteren Teil waren nur Ruheräume. Gucken wir mal, ob man hier noch rauskommt. Funktioniert. Ah, okay. Hier kommt die nächste Tür. Geht aber auch noch. Die nächste Tür.
Stück. Die knippt. Hier geht's zum Notausgang. Der ist offen. Wir können auch wieder hier raus. Da sind wir einmal durchgelaufen und haben jetzt auch alles gesehen. Ja, gehen wir hier raus, ist ein bisschen leichter als durch die Netzersatzanlage. Und dann sehen wir uns oben. Es dämmert schon. Schon ganz schön dunkel. Wir gucken jetzt mal, dass wir noch die Fahrzeugstellung finden, die FP75 Bunker, in denen die Fahrzeuge standen. Und ja, machen wir uns noch auf den Weg, bevor es richtig dunkel wird. Also sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind wir an einem Standort angekommen, wo die Raketenbunker sind. Und in diesen Bunkern waren immer 2 Flugabwehrraketen stationiert. Also hinter einem dieser Tore war jeweils eine Rakete. Und diese waren für den Start bereits vorbereitet, also schon vollgetankt, und die standen auf so einem Wagen, der wiederum auf diesen Schienen stand. Und die Tore konnten automatisiert über Hydraulik auch geöffnet werden. Und dann fuhr dieser Schienenwagen auch automatisiert zur Startrampe. Die Rakete wurde dann auf die Startrampe verfrachtet und konnte abgeschossen werden. So, Lampe. Hier hinter ist direkt der nächste. Da ist sogar das Tor offen. Hier ist die nächste Feuerstellung. Hier das Schienensystem und dann der Bunker. Und hier ist der nächste Raketenbunker mit Feuerstellung. Von denen gab es immer 3 nebeneinander. Und insgesamt gab es 12 Stück auf dem ganzen Gelände. Und zwischen diesen immer 3 geteilten Raketenbunkern war immer zwischen dem nächsten Raketenbunkerabschnitt nochmal ein FP75 und ein FP3, also ein kleiner Mannschaftsbunker, und auch nochmal ein FP75, wo dann die Fahrzeuge drin standen. Gehen wir mal weiter. Da hinten müsste der FP75 kommen, der für die Fahrzeuge war. Also hier rechts waren Feuerstellungen, dann in der Mitte ein FP75 und dann wieder Feuerstellung. So war das aufgeteilt. Und hier vorne kommt der FP75. Vermutlich standen hier dann die Fahrzeuge drin, wo dann die ganze Technik drauf war, die man noch für den Abschuss der Raketen benötigte. Hier stand unter anderem die Startleitkabine vom Typ K3W. Diese war das letzte Stück in der Kette, bevor es zum Raketenstart kommen konnte. Die Kabine hatte die Aufgabe, die Rakete auf den Start vorzubereiten und die Lenkköpfe automatisch nach Koordinaten, der Geschwindigkeit und der Entfernung auf das Ziel zu richten. Dann nochmal so ein kleiner mittlerer Teil mit Luftanlage, ein paar Nebenräumen, und dann ging es in diesen anderen Garagenteil. Hier stand dann wahrscheinlich wieder ein Fahrzeug drin. Wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Tour angelangt. Wir haben euch jetzt alles gezeigt, was ich euch auch zeigen wollte. Die Bunker waren ja super, also trotzdem, dass sie entkernt waren, waren die ja in einem recht guten Zustand, sage ich mal. Keine Graffitis drin. Hat super viel Spaß gemacht. Die Einstiege waren sehr abenteuerlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken, so wie wir Spaß hatten beim Erkunden. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, kommentiert. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.